Die einfachste Möglichkeit der Steuererklärung für Rentner. Du bekommst eine Rente, bist aber verpflichtet, jährlich eine Steuererklärung abzugeben. Dich nervt das, du findest es lästig und hast überhaupt nichts am Hut mit dem ganzen Papierkram. Gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Ja, die gibt es und die erkläre ich in diesem Video. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gern die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und wenn dir das Video gefallen hat, gebe einen Daumen nach oben. Alle Fragen, Anregungen bitte unten in die Kommentare. Im vorigen Video habe ich 3 Möglichkeiten vorgestellt, die es gibt, um die Steuererklärung kostenlos einzureichen, und habe noch eine 4. Möglichkeit versprochen. Diese Möglichkeit zeige ich heute in diesem Video. Sie ist für Rentner, die nur eine Rente bekommen, eventuell noch einen Minijob haben, aber keine weiteren Einkünfte. Sie ist natürlich die allerbequemste Art für die Rentner, sich diesen ganzen Papierkram zu entledigen. Ihr müsst keine Formulare mehr ausfüllen oder irgendwas online wegschicken. Das Einzigste, was gemacht werden muss, ein einziges Blatt Papier unterschreiben, eine sogenannte Erklärung an das Finanzamt schicken, und um den Rest kümmert sich das Finanzamt. Was ist nun eine Amtsveranlagung? Also bei einer Amtsveranlagung übernimmt das Finanzamt die Erstellung deiner Steuererklärung. Die Voraussetzung dafür ist, dass du nur Rente beziehst und keine weiteren Einnahmen hast. Das ist genauso wie bei dem Steuerlotsen, also nur Renteneinkünfte, wie ich im letzten Video erklärt habe. Ein Minijob ist auch hier unschädlich, weil er ja steuerlich nicht erfasst wird. Diese Amtsveranlagung spart dir Zeit und du hast mit dem ganzen bürokratischen Aufwand überhaupt nichts mehr zu tun. Die Daten der Rentenversicherungsträger liegen ja der Finanzverwaltung vor. Und anhand der übermittelten Daten setzt das Finanzamt die fällige Einkommensteuer fest und schickt den Einkommensteuerbescheid dann raus. Das war's. Hört sich erstmal gut an, oder? Also alles, was du tun musst, ist eine Erklärung zu unterschreiben. Es müssen keine Formulare, keine Vordrucke, nichts ausgefüllt werden, sondern nur eine einfache Erklärung. Das ist die du jetzt hier auf dem Bildschirm siehst. Also es wird hier nur ein Name eingetragen, bei Ehepaaren noch vom Partner, welches Finanzamt zuständig ist, Steuernummer, Identifikationsnummer. Und hier ist ganz wichtig, hiermit erkläre ich oder wir, dass wir im Jahr sowieso ausschließlich Renteneinkünfte bezogen haben, die gemäß Paragraph 22a Einkommensteuergesetz elektronisch mitzuteilen sind. Also keine ausländischen Renten zum Beispiel. Die Renten, die das betrifft, die habe ich unter dem Video im Text nochmal aufgeführt. Hier steht es aber auch nochmal drauf. Es sind diese Renteneinkünfte von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständische Versorgungseinrichtungen, Pensionskassen, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen. So, und dann muss man versichern, dass man keine weiteren inländischen oder ausländischen Einkünfte bezogen hat. Also unschädlich sind dann diese Kapitaleinkünfte, von denen bereits Abgeltungssteuer an das Finanzamt abgeführt wurde oder für die der Sparerpauschbetrag in Anspruch genommen wurde, also ordnungsgemäß ein Freistellungsauftrag erteilt wurde. Ja, und unschädlich sind auch Einkünfte aus einem Minijob, das habe ich glaube ich schon erwähnt. So, und dann steht hier, die Festsetzung meiner oder unserer Einkommensteuer soll anhand der elektronisch übermittelten Daten erfolgen. Und hier ist dann nochmal der Hinweis, Werbungskosten, nicht elektronisch vorliegende Sonderausgaben, zum Beispiel Spenden oder auch Kirchensteuern wären das, außergewöhnliche Belastungen, haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen sowie die Anrechnung von Kapitalertragssteuer können nur durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung nebst Anlagen geltend gemacht werden. Also man muss dafür unterschreiben, dass man diese Angaben nicht machen möchte oder keine Angaben hier zu diesen Themen hier zu machen hat. So, und dann steht hier, die mit der Erklärung angeforderten Daten werden laut Abgabenordnung und so weiter erhoben. Datum und Unterschrift, das war's. Also wirklich nur eine einzelne Seite und ganz wenig auszufüllen. Diese Amtsveranlagung bietet zwar immer mehr Bundesländer an,
Aber noch bieten nicht alle Bundesländer diese Amtsveranlagung an. Die Möglichkeit der Amtsveranlagung gibt es erst seit 2017 und wurde zunächst nur vom Finanzamt Mecklenburg-Vorpommern angeboten. Wenn du jetzt den bequemen Weg gehen möchtest, dann rufe bei deinem Finanzamt an und frage, ob die Möglichkeit der Amtsveranlagung besteht. Also so verlockend und bequem es für viele klingt, so hat die Amtsveranlagung natürlich einen Haken. Zwar ist sie immer noch besser als Steuernachzahlungen, Zwangsgelder und Verspätungszuschläge, aber die speziellen persönlichen Verhältnisse werden nicht berücksichtigt. Das hatte ich ja hier eben aus dem Vordruck schon vorgelesen, was jetzt hier so steht. Also Beiträge zu bestimmten Versicherungen wie Unfall- oder Haftpflichtversicherung, Spenden, Mitgliedsbeiträge, außergewöhnliche Belastungen oder Steuerermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen können eben bei einer Amtsveranlagung nicht geltend gemacht werden, weil sie ja dem Finanzamt nicht bekannt sind. Wir haben aber noch eine weitere Möglichkeit und das ist die Amtsveranlagung für Rentner im Ausland. Also wenn Rentner im Ausland diese Möglichkeit nutzen möchten, dann müssen sie eine unterschriebene Erklärung an das Finanzamt Neubrandenburg RIA Renten im Ausland schicken. Diese Erklärung, die findet ihr auch auf der Seite vom Finanzamt Neubrandenburg. Und hier ist eben nur der Absender einzutragen. Der Adressat steht schon drin. Identifikationsnummer, die Steuernummer hier vom Finanzamt Neubrandenburg und für welches Jahr diese Erklärung gelten soll. Und hier dann das Gleiche wie eben. Ich erkläre, dass ich eine Steuererklärung nicht einreiche und eben damit einverstanden bin, dass die anhand der vom Rententräger übermittelten Daten die Einkommensteuer festgesetzt werden soll. Und die Besteuerung meiner Rente soll als unbeschränkt Steuerpflichtiger nach Paragraph 1 Absatz 3 Einkommensteuergesetz erfolgen und die Bescheinigung meines Wohnsitzfinanzamtes über die Höhe der nicht in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist beigefügt. Also das wäre ganz wichtig, wenn man jetzt diese Erklärung nutzt, kann man damit gleichzeitig eben diese unbeschränkte Steuerpflicht beantragen, muss aber diese Anlage EU-EWR oder außerhalb EU-EWR einreichen. Hier gibt es dann noch Besonderheiten für Geschädigte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und und dann im Prinzip muss man hier noch den letzten Wohnsitz eintragen, den man in Deutschland hatte und Jahr des Wegzuges aus Deutschland, die Staatsangehörigkeit, die Rentenversicherungsnummer und Datum und Unterschrift oder Unterschriften. Also das wäre jetzt auch eine weitere Möglichkeit, die für Rentner im Ausland wirklich sehr interessant ist. Die Teilnahme an der Amtsveranlagung, die ist natürlich freiwillig. Ich persönlich bin ja immer dafür, Steuern zu sparen und kann sie daher nicht empfehlen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele Menschen die Rettung ist und die das dankbar annehmen, weil sie absolut nichts mit dem Papierkram im Sinn haben. Ich kenne einen Fall aus der Praxis. Die Rentnerin, die war so dankbar, hat sofort gesagt, wo kann ich unterschreiben? Ich habe eh keine Versicherung, ich habe keine haushaltsnahen Dienstleistungen, keine Handwerkerleistung, keine außergewöhnlichen Belastungen. Ich kann eh nichts weiter absetzen. Ich gebe das alles aus der Hand. Das Finanzamt soll für mich tätig werden. Das ist für mich der bequemste Weg. Und ich warte dann nur auf den Steuerbescheid. Zahlen muss ich sowieso, also nehme ich das für mich in Anspruch. Da diese Möglichkeit bisher kaum bekannt ist, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video heute zu veröffentlichen. Wenn Fragen dazu sind, bitte unten in die Kommentare. Wenn es aber darum geht, in welchem Bundesland diese Möglichkeit der Amtsveranlagung besteht, das weiß ich nicht. Da müsst ihr jeweils bei eurem Finanzamt selbst anrufen.